Ich sage ja oft, einfach machen, ja. Und ich habe von euch so viele schöne Rückmeldungen dazu bekommen. Herzlichen Dank erstmal dafür. Ja, also viele haben diesen Satz für sich übernommen und das freut mich total. Aber trotzdem, dieses einfach machen heißt ja nicht am Ende, dass es auch immer einfach ist. Und manchmal steht man einfach auch davor und denkt dann vielleicht, ja Petra, schön, aber wie denn jetzt? Ja, und als ich Erdbeerkuchen gebacken habe gerade, da ging es mir ähnlich. Und da musste ich drüber nachdenken. Hallo, ich bin Petra Tölken, Künstlerin, Autorin und Gründerin von Künstlerstreich. Ich begleite seit vielen, vielen Jahren Menschen in die abstrakte Malerei. Und genau deshalb interessiert mich eben nicht nur das Loslegen. Mich interessiert vor allen Dingen auch der Moment davor. Diese kleinen Momente, in denen man einfach auch anfangen möchte, aber noch nicht weiß, ob überhaupt irgendwas daraus entsteht. Und genau darum geht es heute. Ich stand also mit diesem Knetboden da und am Anfang war das wirklich einfach nur krümelig. Da war noch kein schöner Boden oder so, also noch gar kein Kuchen in Sicht. Und das war erstmal nur Mehl, Zucker, Butter und irgend so ein bröseliges Etwas auf der Arbeitsfläche. Ja, und wenn man sowas noch nie gemacht hat, ja, dann denkt man auch schnell, das hält doch nie zusammen. Wie soll denn daraus ein Kuchen werden? Also genau diesen Moment finde ich eben interessant, weil er beim Malen ganz ähnlich ist. Am Anfang hält da eben auch noch nichts zusammen. Da ist vielleicht gerade mal ein bisschen Farbe, irgendeine Linie oder irgendeine Fläche, die vielleicht dann auch noch irgendwie komisch aussieht. Und dann kommt dieser Gedanke, das wird doch nichts. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich weitermachen soll. Keine Ahnung. Ja, und genau da wird einfach machen plötzlich gar nicht mehr so einfach. Also ich möchte heute deshalb auf 3 Momente schauen. Also auf dem Anfang, der oft noch ziemlich unfertig aussieht, auf diesen Punkt, an dem man am liebsten aufhören möchte und auf das Vertrauen, das man braucht, um trotzdem noch einen Schritt weiterzugehen. Und der erste Moment ist eben dieser Anfang, dieser Zustand, in dem noch nichts richtig zusammenhält. Beim Teig habe ich das ja sofort gesehen. Also ich konnte ja nicht erwarten, dass aus Mehl, Butter, Zucker und nach 2, 3 Bewegungen da irgendwie ein schöner Boden entsteht. Aber beim Malen erwarten wir das. Also wir machen erst einen Pinselstrich, geben noch ein bisschen Farbe dazu und schauen dann drauf und denken so, nee, irgendwie ist das doch nichts. Also ich kann das nicht. Oder genau da beginnt ja auch oft diese Unsicherheit, weil dieser Anfang so ja irgendwie auch so roh ist, so offen, so wenig eindeutig. Er sagt ja nicht, hey, hier geht's lang. Er sagt eigentlich nur, ich bin der Anfang. Mehr noch nicht. Ja, und dann kommt der zweite Moment. Der Punkt, an dem man am liebsten aufhören möchte, beim Teigkneten, wäre das ja ziemlich absurd. Da würde ich ja auch nicht nach einer halben Minute sagen, ach komm, nee, der Boden ist misslungen. Nee, ich weiß, ich muss weiter kneten. Ich muss noch ein bisschen drücken und dranbleiben. Und ich muss dem Ganzen ja auch einen Moment Zeit geben. Beim Bild ist das irgendwie schwieriger, weil da sofort irgendwie eine Bewertung dazu kommt. Das sieht komisch aus, das passt irgendwie nicht, du malst wieder viel zu dunkel oder viel zu wild oder ja, das ist doch nicht so meins. Und während man das so denkt, ist man eigentlich noch ja mitten im Prozess, also noch gar nicht an dem Punkt, an dem man wirklich beurteilen kann, was mal daraus wird. Und genau deshalb ist für mich dieser dritte Moment so wichtig. Vertrauen. Wobei jetzt Vertrauen schon wieder irgendwie so groß sich anhört, finde ich. Also ich meine eigentlich was ganz Einfaches. Ich bleibe einfach noch einen Moment. Ich halte diesen krümeligen Zustand aus. Beim Teig ist das irgendwie selbstverständlich. Ein Anfang ist eben ein Anfang. Eine komische Stelle ist noch keine Katastrophe. Und ein Bild zeigt sich ja oft erst beim Weitermachen. Also einfach machen.
Kann also genau das sein. Ich weiß noch nicht, wohin es führt. Ich bin mir auch irgendwie gar nicht sicher, wie es weitergeht, keine Ahnung. Aber ich mache diesen einen nächsten Schritt. Und zwar mit Zweifel im Gepäck oder in der Handtasche, diese Unsicherheit. Also mit diesem inneren, ja, na gut, ich bleibe aber jetzt noch kurz. Und vielleicht ist genau das dieser Punkt. Einfach machen ist nicht immer einfach. Das ist kein Zaubersatz, der den Zweifel irgendwie wegwischt. Für mich ist er eher eine Erinnerung. Also geh nicht sofort raus aus dem Prozess. Bleib noch einen Moment, schau noch einmal hin. Mach diesen einen nächsten Schritt. Und oft zeigt sich ein Bild erst, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt. Aber man erfährt es nur beim Machen. Und genau da ist es ja oft der Haken. Ich möchte vorher wissen, lohnt sich das? Wird das was? Bin ich auf dem richtigen Weg? Aber diese Sicherheit gibt es am Anfang nicht. Also selten. Die kommt unterwegs, beim Kneten. Ah, da tut sich was. Mensch, klar, das wird ja was. Beim Malen, beim Weitermachen. Und ehrlich gesagt kenne ich das nicht nur aus der Malerei. Viele Dinge zeigen sich erst, wenn ich schon mittendrin bin, so wie jetzt. Erst wenn ich angefangen habe oder was ausprobiert habe. Wenn ich merke, ja, hier verändert sich gerade was. Für mich steckt eben genau darin dieses Einfachmachen. Also das ist kein lockerer Spruch, es ist eher eine Erinnerung. Bleib noch einen Moment. Geh noch nicht sofort raus. Schau, was passiert, wenn du nicht gleich aufgibst. Bei einem Bild, bei einer Idee und manchmal eben auch bei dir selbst. Und dieser Moment, in dem eben noch nicht sicher ist, ist oft genau der Moment, in dem etwas anfangen kann. Und damit bin ich wieder bei dem Satz. Einfach machen. Ja, also vielen Dank fürs Hiersein und danke auch für die vielen, vielen lieben Rückmeldungen zu diesem Satz. Also der ist einfach eine Lebensweisheit, finde ich. Und ich habe mir auch weitere natürlich Kommentare von euch angesehen und ja, schreibt mir gerne wieder in die Kommentare, was euch interessiert. Also vielleicht kennst du sogar diesen krümeligen Moment beim Malen und schreib mir doch gerne dazu, was hilft dir, dran zu bleiben. Und wenn du mehr über die abstrakte Malerei, kreative Prozesse und meinen Blick aufs Malen sehen oder hören möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Künstlerstreich. Also vielen Dank fürs Hiersein, danke für eure tollen Rückmeldungen, gerade zu dem Satz. Viele haben die Tasse und gucken drauf, schreiben mir das. Ich danke euch total, weil genau das ist richtig. Es ist eine Erinnerung. Schau drauf und umso öfter du dir das verinnerlichst, umso einfacher werden auch die Schritte, wenn du unsicher bist. Du denkst irgendwann nicht mehr drüber nach, du stolperst nicht mehr über dein, oh mein Gott, was mache ich hier gerade, sondern du machst einfach, egal in welcher Situation du dich befindest. Jetzt einfach machen, nicht warten. Mach weiter, bleib dran, mach weiter, bleib dran, das ist mein Lebensmotto und eures jetzt auch und deshalb vielen, vielen Dank. Mich interessiert natürlich, gibt es bei dir auch krümelige Momente beim Malen? Was machst du damit? Also bleibst du dran, gibst du auf? Hast du einen Tipp für die Community hier? Schreib gerne in die Kommentare und wenn du Fragen hast, schreib sie auch rein. Ich nehme die Themen auf. Auch dieses Thema kam ja aus der Community, aus euren Rückmeldungen zu dem Newsletter. Da bin ich ja immer noch mal persönlich und kann euch nochmal persönlich schreiben, was gerade hinter den Kulissen passiert. Also wenn dich das interessiert, abonniere den Kanal oder den Newsletter oder beides am besten. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, mach's dir nicht zu schwer. Und wenn es gerade krümelig aussieht, bleib vielleicht einfach noch einen Moment. Tschüss, deine Petra.